Wir sind Wiederholungstäter. Wie vor 2 Jahren waren wir im wunderschönen Ligurien zwischen Genua und der französischen Grenze in Cervo. Wir waren auf dem Campingplatz Miramare, ein kleiner, einfacher, familiengeführter Platz. Komm mit und lass dir die Bilder zeigen von der Region, von Märkten, vom Campingplatz und warum es sich dieses Jahr noch viel mehr lohnt als vor 2 Jahren. Wir konnten erst abends starten und uns hat dann die nächtliche Sperrung des Gotthardtunnels überrascht. Aber das war okay. Wir haben neben einigen anderen Wohnmobilen einen Platz auf der Passhöhe gefunden und am Morgen einen herrlichen Blick genossen. Der Pass liegt auf knapp 2100 Metern Höhe und gehört bereits zum italienischsprachigen Tessin und ist damit ein Ort zwischen 2 Kulturräumen der Schweiz. Das Hospiz hat eine jahrhundertealte Geschichte. Als erstes stand hier eine Kapelle, die 1230 dem heiligen Gotthard von Hildesheim geweiht wurde. Bald danach kam eine Herberge für Reisende hinzu, das Hospiz. Auch wenn der Name es vermuten lässt, wurde also niemand zum Sterben auf den Gotthard gebracht, sondern hier war das Hospiz schon immer Gasthaus und Herberge. Auf der Fahrt hinab ins Tessin kommt nach wenigen Kehren ein Parkplatz, der eine tolle Aussicht bietet. Auch die alte Passstraße, die Via Tremola, ist gut zu sehen. Im Pietra Ligure haben wir die Autobahn verlassen und sind der Küstenstraße, der Via Aurelia, gefolgt. Diese führt entlang der Küste durch verschiedene Dörfer und bietet meist einen schönen Blick aufs Meer und eine schöne Einstimmung auf den Urlaub. In Cervo sind wir dann zu unserem Ziel, dem Camping Miramare, abgebogen. Cervo ist ein mittelalterliches Dorf, das sich an den Hang schmiegt und über das Meer zu wachen scheint. Die Altstadt ist autofrei und geprägt von engen Gassen. Viele Gebäude sind aus dem 17. Jahrhundert. Immer wieder genehmigen einem die Gassen und Plätze einen Blick über das Meer. Genauso verschiedene Restaurants oder Bars. Wir konnten uns daran nicht satt sehen. Doch auch der umgekehrte Blick vom Wasser auf die Stadt ist überragend, egal ob Morgenstimmung oder am Nachmittag. Ganz unterschiedliche kleine Läden bieten ihre Waren an. Wenn dir der Bericht gefällt, vergiss bitte nicht, auf den Daumen nach oben zu drücken und den Kanal zu abonnieren. Dass Cervo zu den schönsten Dörfern Italiens zählt, finden nicht nur wir, sondern sicher auch diese gefiederten Freunde. Und auch dieser Mauergecko scheint sich wohl zu fühlen. Keine Gasse ist zu eng, dass nicht noch ein Topf mit einer Grünpflanze hinpasst. Sicher tragen die vielen gepflegten Pflanzen zum harmonischen Bild des Dorfes bei. Und wenn es mal mehr Platz hat, werden auch die Pflanzen üppiger. Die Kirche prägt das Bild des Dorfes schon von weitem und auch in ihrem Inneren weiß sie zu beeindrucken. Genauso beeindruckt der Blick, wenn man sie verlässt. Zu Fuß oder mit dem Fahrrad ist man nach ca. 3 Kilometern in Diano Marina. Diano Marina hat eine schöne Fußgängerzone, die zum Bummeln unter Orangenbäumen einlädt. Und was wir sensationell fanden, ist der Fahrradweg dorthin. Dazu gleich mehr. Hier, rot eingekreist, ist unser Campingplatz. Gleich daneben der frühere Bahnhof und die rote Trasse war bis 2016 die Bahnstrecke und ist jetzt neu zum Radweg ausgebaut. Unsere erste Tour begann am ehemaligen Bahnhof in Cervo. Direkt an Cervo schließt sich San Bartolomeo al Mare an und dies geht über in Diano Marina. Hier führt die ehemalige Trasse direkt durch die Orte. Am Ende von Diano Marina geht es ein kleines Stück eine Straße hinauf, bevor es oben dann sensationell wird. So über das Meer zu radeln ist großartig. Die gesamte Strecke von Cervo nach Imperia ist ca. 8 Kilometer lang. Wir fahren bis Imperia. Imperia ist die Provinzhauptstadt und hat gut 40.000 Einwohner. Der Radweg führt aber noch weiter und wer will, kann noch 20 bis 30 Kilometer dranhängen und auf der alten Bahntrasse bis Sanremo radeln. Für uns ist das ein Highlight, das die ohnehin schöne Region noch weiter aufwertet. Am ehemaligen Bahnhof von Imperia haben wir die Bahntrasse verlassen und die Räder an der Piazza Dante abgestellt. Von dort sind wir durch Arkaden zur Kirche San Giovanni Battista gegangen. Vorbei an vielen kleinen Läden, Cafés und einem Hund aus Sand.
Direkt dahinter beginnt samstags der Markt. Wie auf größeren italienischen Märkten üblich, bekommt man hier alles. Am Gemüsestand auch die typisch ligurischen Zucchini. Im Hafen liegen Yachten, die Hingucker sind. In den Hafenarkaden sind Restaurants untergebracht und eine Fischhalle. Als wir vor 2 Jahren hier waren, war diese ausgespritzt und nur im Hintergrund wartete ein Schwertfisch auf Abholung. Dieses Jahr waren wir früher dran und dort war noch Betrieb. Gleich daneben wurden die Fische ausgenommen und verkauft. Am Rückweg haben wir immer wieder angehalten, um die Aussicht zu genießen. Von Diano Marina nach Cervo sieht man gut, wie früher die Bahnlinie mitten durch die Häuser führte. Durch den Radweg wird die Region auch in die andere Richtung erschlossen. Andorra al Mare war bisher für Fußgänger und Radfahrer nur über eine enge, hügelige Straße erreichbar. Auf dem neuen Radweg führt die Trasse durch mehrere Tunnels und Andorra ist schnell und entspannt erreicht. Andorra hat eine schöne Bucht und ist deutlich touristischer, das heißt, es gibt auch viele Sonnenschirme und relativ wenig freien Strand. Die meisten Gebäude lassen einen an Bettenburgen denken. Spuren, die an eine Altstadt erinnern, muss man suchen. Dafür gibt es Läden zum Bummeln. Montag ist Markttag in Andorra und auch hier ist der Markt relativ groß und das Angebot sehr breit. Und noch etwas gibt es in Andorra, einen Bahnhof. Das heißt, hier fährt der Zug und der Radweg endet hier. Nach den Ausflügen haben wir es genossen, dass der Campingplatz direkt am Strand ist und haben uns in dem superklaren Wasser erfrischt. Ein Blick nach unten kann sich hier lohnen. Die Lage des Platzes direkt am Wasser ist super. Wie vor 2 Jahren haben wir uns auf dem Camping Miramare wohlgefühlt. Die Adresse vom Platz und die des Videos, in dem der Platz vorgestellt wird, verlinke ich in der Videobeschreibung. Die Stellplätze sind zwar klein, aber schön schattig. Am Eingangsbereich gibt es ein Restaurant. Hier gibt es vor allem Spezialitäten aus dem Meer, aber auch Trophy, die ligurischen Nudeln. Ein Hinweis für die E-Autofahrer. Beim alten Bahnhof, gleich oberhalb des Campingplatzes, gibt es eine Ladestation. Auf der Heimfahrt hier am Luganer See sind uns nochmal viele schöne Bilder des Urlaubs durch den Kopf gegangen. Die tollen Blicke über das Meer, der Radweg auf der alten Bahntrasse, der nochmals einen Mehrwert bietet, das klare Wasser und natürlich Cervo selbst. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Arrivederci.